Oh yeah, hallo und herzliche Grüße hier aus der Südsteiermark. Ich bin gerade unterwegs, alleine. Die Tage war ich gerade noch mit Freundin auch hier. Die kommt bald wieder zu mir zurück. Hier ein kleines Update über den Anicki Adventure Reifen. Michelin Anicki Adventure. Auf meiner Multistrada V4S. Echt mega geil. Ich finde diese Two-Compound Gummimischung klappt echt 1A. Also ich hatte kein einziges Mal Gripprobleme. In letzter Zeit triggert mich wieder hart, dass die Anti-Hopping-Kupplung nicht wirklich funktioniert, weil wenn du einfach mit Vollschub auf eine Kehre oder steile Kurve zukommst und einfach mit dem Schaltautomat auch den ersten Gang reinhaust, also vom zweiten, keine Ahnung, du bist halt schon am Runterbremsen, haust den ersten rein, kommst irgendwo 8.000 bis 11.000 raus wahrscheinlich und blockiert das Hinterrad. Verdammt, wir hatten hier diese Szene aus Kroatien. Hat sich eigentlich nichts verbessert. Ich habe zwischendurch echt gedacht, es ist weg. Aber ich schätze, ich war einfach nicht auf Vollschub unterwegs. Naja. Zurück zum Reifen, genau. Der Reifen ist prinzipiell mega geil. Eben in der Mitte hat er einen härteren Gummi, auf der Seite einen weicheren. Deshalb auch mein aktuelles Profilbild. Mega geil. Ich stehe drauf. Wenn in der Schräglage der Reifenindikator abgefahren ist, aber du auf der primären Lauffläche, also in der Mitte, noch 2-3 mm hast. Beste Kombination. Weil heißt, du hast einfach viel mehr Strecke in Kurvenlage verbracht als auf der Geradeausfahrt. Genau dafür hat man noch ein Moped gekauft. Deshalb hier kleine Eindrücke vom Moped und hier zwei Fotos, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, weil die GoPro ist mit dem detaillierten Zoom, also mit dem näheren Zoomen und mit dem Fokus meistens ein bisschen suboptimal. Genau, also hier beim Hinterreifen sieht man so knapp, der hat noch einen halben Millimeter. Genau, bedeutet, das ist super, aber bis ich nach München komme, habe ich auch mindestens noch 1500 Kilometer vor mir. Das heißt, bis dahin ist er bestimmt weg. Und wir haben ja eh schon mal die Unterhaltung gehabt. Besser ein bisschen mehr Profil, wenn es regnet, als nicht. Genau, Schräglage im Regen sollte man eh nicht wirklich brauchen. Aber hier links dasselbe und hier in der Mitte ist der Indikator. Ja, eigentlich auch super geil abgefahren, deshalb, wenn es jetzt stark regnet, müsste man schon ein bisschen runter vom Gas, weil was ist das? Ja, wahrscheinlich auch nur noch 1,5 mm. Ich mache noch ein Foto jetzt, aber super geil. Also das ist der Hinterreifen. Genau, hier ist einer von diesen Mittelindikatoren. Würde echt sagen, wird auch weg sein, bis wir nach München sind auf jeden Fall. Genau, und hier sind diese Schräglagenindikatoren, ja. Wenn man drüber fährt, ist es nahezu flach, aber ja, ist wahrscheinlich ein halber Millimeter rechts und links 1,5, wenn man es sehr positiv sieht. Ja, genau. So, hier oben ist die Fuge noch ein bisschen größer, aber ja, ist auch viel Schattenspiel dabei. Schaka. Hier für euch das Vorderrad und jetzt kommt's. Das Vorderrad hat in der Mitte noch ein bisschen mehr Profil. Man sieht es hier. Hier ist der Indikator drin. Also ich würde sagen, das sind auf jeden Fall noch 2-3 mm. Sieht schon noch nach einer tiefen Fuge aus. Aber, genau, weil wir ja unsere Ordnungshüter haben und natürlich, es hat ja auch seinen Grund. Auf der Seite ist der Indikator dafür voll weg. Ihr seht es hier schon. Der sollte ja innen und außen noch ein bisschen Spiel haben. Und ja, der hat hier leider schon den Zenit erreicht. Also das ist ein Indikator. Genau, bei dem hier ist doch noch wieder ein bisschen da. Also ja, sagen wir so, ich persönlich möchte mich mit dem Polizisten niemals auf eine Unterhaltung diesbezüglich einlassen. Also ja, sicherheitshalber neuer Reifen. Wie verhält sich der Reifen so? Ich schau mal, vielleicht kann ich euch mehr Aussicht geben, solange ihr nicht von der Sonne geblendet werdet. Laufkilometer leistungstechnisch, ich muss noch mal nachschauen. Wenn ich es rausfinde, blende ich euch die genaue Kilometeranzahl ein, weil ich habe ja leider zwischen dem Satz gewechselt und hatte den Anicki Wild mal drauf. Ich habe es mir aber notiert. Ich hatte 2.000 bis 3.000 Kilometer vorher drauf. Danach eben der Anicki Wild Satz, Boston Rally und ein bisschen so hin und her. Und habe jetzt wieder 3.000, 4.000 Kilometer drauf. Also würde ich mal so grob rechnen, 7.000, 8.000 Kilometer. Plus, minus. Ein bisschen Varianz gibt es vielleicht. Ich versuche es nochmal eben genau rauszufinden, dann wird die Zahl hier eingeblendet. Ist jetzt die Frage wirklich, was für ein Ziel man hat. Ich finde, ist voll in Ordnung. Genau, bei mir sind diese Metzler Roadtec 01 für die S1000R auch immer in so einem Intervall weggegangen. Da war immer das Hinterrad früher durch und das Vorderrad hat länger gehalten, aber wir haben es ja eh hier auch gesehen. Hier hat das Vorderrad auch. Eigentlich auf der Lauffläche würde es auf jeden Fall wahrscheinlich noch 2.000 Kilometer machen. Aber ja, was soll man machen, wenn die Schräglage dann weg ist? Ich mache mir keine Gedanken. Deshalb 7.000, 8.000 Kilometer finde ich ist ein voll grundsolider Wert. Man kann anständige Touren fahren, man braucht sich über die Saison hinweg nicht immer darum kümmern, dass man verdammt schon wieder in 4 Wochen einen Reifentermin haben muss bzw. braucht, weil wir wissen ja alle, die Werkstätten sind im Sommer immer voll ausgelastet und entweder brauchst du ein bisschen Glück, ein bisschen Freundlichkeit, dass man dich irgendwo zwischen reinschiebt oder noch einen Plan B. Aber ja,
immer schwer im Sommer Reifen zu wechseln, finde ich persönlich. Also man braucht schon viel Vorausplanung, besonders wenn man viel oder sehr viel fährt. Genau, ansonsten eben geradeausfahrt, der Reifen ist super, Schräglage, der Reifen ist super. Ich würde wirklich sagen, absoluter Grip, macht richtig Laune. Ihr wisst es vielleicht noch nicht, aber macht so viel Laune, dass ich mir die Tage mal auch gedacht habe mit meiner Freundin in den Dolomiten, hey geil, ich strecke das Knie so ein wenig in Richtung Boden und naja, sagen wir Knieschleifen aus Überzeugung. Hier ein geiles Foto, aber etwas suboptimal. Gern hier auch die Szene, wie es dazu gekommen ist. Es war einfach eine geile Kehre und ich dachte mir, lass uns mal geile Slow-Motion-Aufnahmen machen. Deshalb gerne hier die Szene. Phänomenal, aber ja. Ich hätte wirklich gedacht, die Textilkleidung haltet das ein bisschen besser aus. Hat sie nicht. Bin die Kehre 2-3 Mal gefahren. Ich glaube, ich habe eigentlich habe ich das Knie nur einmal runtergestreckt, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist einfach alles perfekt an dieser Kehre. Aber ja, don't do it mit Textilkleidung. Ich habe es in Kauf genommen, dass genau das passiert. Das ist passiert. Ich lasse mir irgendwas Cooles einfallen, dass wir das wieder zusammenflicken. Solange es nicht reinregnet bei Regen. Aber es ist quasi genau beim Knieprotektor basiert. Da findet sich sicher eine super Lösung mit dem Schneider. Deshalb. Schräglagengrip ist perfekt, Straßengrip ist perfekt. In einem der letzten Bosnien Rally Videos habe ich schon gesagt, es ist für mich einfach ein Reifen, der ein bisschen gröber aussieht von der Optik. Ich finde, das ist geil. Ich brauche deshalb auch jetzt keinen Sport-Touring-Reifen oder irgendwas, was eher ein bisschen flacher ist vom Profil. Weil ich mir denke, das reicht ja vollkommen vom Grip. Oder du hast auf Schotter tendenziell vielleicht auch noch ein bisschen besser Grip, weil ja 80-20. Aber genau, Offroad fahren gehen würde ich damit nicht mehr. Red France hat eine Erfahrung hinterlassen. Ihr werdet das Video noch sehen, wahrscheinlich diesen Sommer. Die Erfahrung ist genau die. Nicht von der Bosnien Rally gekommen. Grob gesagt auf einem ganz normalen Wiesenfeldweg war vielleicht so ein Spurrillenversatz von 1-2 cm überhaupt nicht hoch. Und ich bin mir eigentlich sicher, einen Stollenreifen hätte ich einfach raufgegraben. So ein gefühlt Straßenreifen ist halt einfach an dieser Kante weggerutscht. Ungünstig. Aber dankbar nichts passiert und das Bike hat es wie immer auch gut weggesteckt. Dafür ist es ja gebaut, sage ich immer so wunderbar. Wenn ihr Offroad fahrt, holt euch einfach den Energy Wild. Der ist deutlich besser. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wirklich vor, nächstes Jahr wieder bei der Bosnien Rally mitzufahren. Und ich will dann eigentlich noch was Gröberes als den Energy Wild ausprobieren. Man muss schon sagen, Energy Wild ist wirklich ein toller, super Tourenreifen, mit dem du auch Offroad alles machen kannst. So würde ich ihn wirklich einstufen und eben auch wirklich auf der Straße auch super geilen Grip bietet. Ich hätte gern noch ein Upgrade. Offroad-technisch und bei den ganzen Kollegen, die ich dieses Jahr auf der Bosnien Rally kennenlernen habe dürfen, was ich mir da auch angeschaut habe und gesehen habe, die Reifen sind halt einfach richtig abartig geil. Von der Reifenstruktur halt auch ganz anders, im Sinne von, die haben halt wirklich Stollen, die quasi wie so eine Oldschool-Scooter-Frisur rechts und links am Kopf gerade hochgehen und oben auch quasi einfach gerade sind, weil du damit halt ganz anders fährst. Dafür bist du natürlich schräglagentechnisch auf der Straße deutlich schlechter unterwegs. Aber ja, ich würde es mir antun, einfach mal so nach Bosnien zu fahren. Ich hoffe, der Reifen kommt bis dahin oder mir irgendwas zu organisieren, dass wieder dort aufgezogen wird, damit man einfach mal noch das Gefühl hat, einen noch geileren Offroad-Reifen zu fahren. Mega der Hit. Genau, würde ich wirklich gerne. Ich glaube, der Grip ist einfach noch deutlich besser. Buddelt sich einfach noch geiler durch. Und das war's meinerseits. Ist verrückt, wie viele Reifensätze ich dieses Jahr schon verfahren habe. Aber es ist jetzt wirklich der erste Energy Adventure Reifensatz für mich jetzt durch. Genau, und ich habe mich schon entschieden, ich habe in knapp 2 Wochen in München einen Termin ausgemacht, um mir noch einen Satz draufzuziehen. Einfach, dass ich die nächste Saison gleich so starten kann. Und wir haben ja gerade gesehen, der Satz ist durch. Deshalb auch das Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht probiert ihr auch mal den Reifen aus. Ich hoffe, ihr habt eine Freude. Genau, wie gesagt, Pirelli für mich selber scheint die Gummimischung einfach zu hart zu sein. Er gibt mir nicht das Feedback, das ich erwarte, das ich brauche, das ich will, um mich sicher und solide zu fühlen. Und ja, deshalb bleibe ich natürlich jetzt bei diesen Reifen. Mega geil. Gibt auch keinen Grund, was anderes auszuprobieren. Vielleicht, wenn von Metzeler irgendwann noch mal was Passendes kommt, gehe ich da wieder zurück. Aber ansonsten, Michelin. Ich freue mich riesig, also wirklich auch diesen Versuch gewagt zu haben. Ist mega geiler Reifen, macht riesen Freude. Probiert ihn auch mal aus. Immer gute Fahrt euch. Passt auf euch auf. Ride hard, ride safe. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis bald wieder mal. Tschüss und nochmal herzliche Grüße aus der Steiermark.